So, liebes Element Luft, ihr seid dran. Last but not least, euer Frühlingshighlight. Wir gucken. Ach, das sind mir zu viele. Also Zwillinge, Waage, Wassermann, ne? Wisst ihr Bescheid. Zwillinge, Waage, Wassermann. Ich ziehe mal eine für euer Frühlingshighlight. Da ist jetzt gleich einer gekommen. Karten machen, was sie wollen. So, dann gucken wir mal, was ihr habt. Wie wunderbar, ihr Lieben. Ihr dürft euch fallen lassen im Frühling, in die Arme einer bedingungslosen Liebe. Ja, ihr spürt wahrscheinlich, dass ihr mehr Boden unter den Füßen habt und fühlt euch mehr getragen. Dann haben wir den Engel der Achtsamkeit. Gehe achtsam deinen Weg und vertraue darauf, dass alles seine Zeit hat. Vielleicht kommt jetzt auch die Momente, wo du genau hinguckst, wo du dann einfach spürst, dass es jetzt gut ist mit irgendwas. Ne? Ja, guck mal, wie das passt. Ein karmischer Zyklus ist beendet. Wunderbar. Dann gucken wir eine Zahl für euch. Habt ihr gleich 2, ist unten auch noch eine Nein. Also mit der 6 habt ihr die 6 und mit der 11 habt ihr die 20. Dann sind wir bei 26, die Quersumme ist dann 8. Ja? Mit der 8 brauche ich euch nicht so viel erklären. Das ist die Lemniskate, die Unendlichkeit, der Überfluss und die Ernte. Auch euch sage ich es nochmal, hier gibt es doppelte Karten, hier gibt es Zusatzkarten, die habe ich alle mit drin. Und das bleibt dann am Ende ein Stapel übrig und ja. Da haben wir den Baum. Also etwas, was Wachstum braucht, kriegt eine andere Richtung. Und es bringt euch hier weniger Stress mit. Es gibt Gelassenheit. Ne? So wie das Heidekraut hier schon sagst, du darfst dich fallen lassen. Es wird dir ein anderer Weg gezeigt, dein Leben zu beruhigen. Für den einen oder anderen von euch Lieben, wenn ihr erwachsene Kinder habt, männlicher Art, kann es sein, dass ihr da vielleicht ein bisschen Stressmomente habt, was jetzt weiß Gott kein Highlight ist. Ja. Oder es gibt auch so ein bisschen Umbrüche im freundschaftlichen Bereich. Oder auch Umbrüche mit Kindern, dass die auch so in ihre nächsten Phasen gehen. Was kann ich euch noch sagen? Bleibt euch sehr selbst loyal, ja. Es kommt sehr viel Klärung zu euch, da wo Belastung und Stagnation war und wo ihr vielleicht auch Menschen loslasst, die nicht mehr so stimmig sind, weil die euch nerven oder aufregen. Das darf man im Übrigen. Viele sagen, ja, davonrennen ist nichts, das sehe ich anders. Aber ja, es wird dir sehr viel klar werden. Es wird dich irgendwie was beruhigen. Und da, wo blockierte Wege waren, 2, 4, 6, 7, 8, und Stagnation und Umweg, da seht ihr jetzt den Kompass drauf. Da gibt es eine Richtung und es zeigt sich eine Lösung, die lange im Verborgenen lag. Für den einen oder anderen von euch kann sein,
dass ihr schlaflose Nächte habt. Ja, also ihr kriegt irgendwie so einen Anschub in die Intuition, in eure spirituelle Entwicklung, aber zugleich habt ihr dann auch wieder schlaflose Nächte, weil es euch irgendwie beunruhigt, ja. Also es ist aber im Prinzip nichts Schlimmes, wenn die Intuition sich erhöht oder wenn man mehr spürt, dann wird man automatisch am Anfang auch ein bisschen sensibler oder unruhiger. Was ich jetzt noch sagen will, der Hund liegt hier im Haus des Hauses drin. Ne? Da kann es auch speziell um ein Tier gehen, tatsächlich, um ein Haustier. Hier zum Beispiel den Hund. Ja. So, dann gucken wir weiter. Ja, ihr lieben Luftsternzeichen, ihr guckt hier speziell auf euer Weiterkommen. Ihr könnt familiäre Konflikte mehr hinter euch lassen und ihr habt die Möglichkeit, ein bisschen Sehnsüchte von euch zu erfüllen und damit weiterzukommen, ja. Die Karte Hund liegt jetzt der Hauptperson hier im Kopf. Ich sage euch mehrere Szenarien. Ihr habt ein erwachsenes Kind männlicher Art, das gerade irgendwie Belastungen mitbringt. Ihr habt einen freundschaftlichen Verlust oder Verluste an sich. Umbrüche im Leben, die mit dem Freundschaftsumfeld oder erwachsenen Kindern zu tun haben. Oder Nummer 5 tatsächlich hier mit einem Haustier, ja. Ihr selber legt euch ins Haus der Vögel, da ist sehr viel Unruhe innerliche und das Leben möchte euch so ein bisschen ausgleichende Energie geben. Hier liegt ein Herr, der liegt im Haus der Sterne drin. Das heißt, wenn du ein Gegenüber hast, ist das vielleicht gerade auch sehr blockiert. Man denkt ja über Lösungen nach, die sich nicht so richtig zeigen, aber dann doch oder lange nicht gezeigt haben. Und es kann sein, dass hier, dass ihr euch nähert, dass ihr irgendwie Veränderungen innerhalb der Partnerschaft habt, wo ihr neue Wege in die Hand kriegt, wo sich etwas aufklärt. Für die ein oder anderen Singles kann auch sein, dass man wieder das Herz öffnet und hier einem Menschen die Chance gibt, ins Leben zu kommen. Dieser Mensch kann von etwas weiter herkommen. Bei euch zeigen sich schicksalshafte Veränderungen, auch in den Partnerschaften oder speziell partnerschaftlicher Bereich. Für alle Singles, wenn ihr achtsam seid, könnt ihr eine schicksalshafte Person in eurem Leben erkennen. Und damit auch, wenn ich sage, ein karmischer Zyklus ist beendet, da in dieser Richtung wieder was drehen. Jetzt habe ich diese doppelte Vermutung, die ich hier oben mit dem Hund schon hatte. Hier liegt jetzt im Hause des Hundes die Sense drin. Also da kann ganz gut sein, ihr habt Freunde und verletzt euch gegeneinander oder es gibt Streitgespräche, Verletzungen, die dann aber wiederum zu Umbruch und Veränderung führen. Der Spiegel legt sich hier ins Haus der Wege. Das ist sehr interessant, weil das könnte tatsächlich ein Highlight sein, wenn man überlegt, dass man bei den Chancen und Optionen Spiegelbilder kriegt, sprich vielleicht auch so ein bisschen Flashbacks. Dann kann man sagen, dass man, wie soll ich das ausdrücken, dass man weise wählen kann, welchen Weg man geht, weil man sofort erkennt, wo irgendetwas vielleicht sich wiederholt oder in welche Richtung man nicht mehr tapsen muss. Die Spiegel kommen nicht vom Familienleben, die kommen von außen und bringen dir zugleich einen anderen Blick mit. Du kannst den Blickwinkel wechseln. In deinem Herzbereich liegt das Thema Musik. Hier kann es sein, dass du mit Musik deine Schwingung verändern kannst oder
dass du dir sehr viel Gedanken machst, zum Beispiel, wenn du ein Lied hörst oder dass du so eine Botschaft kriegst über die Intuition. Die Musik erhöht immer die Schwingung, das heißt, die Intuition fließt leichter. So, lassen wir das jetzt mal so stehen. In der Mitte eures eigenen Kartenblattes liegt euer eigenes Vorankommen. Ich habe, dass ihr vielleicht keinen so einen richtigen Lust habt zu kommunizieren. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Also gebt dem nach. Ja? Manches hat man auch schon 1000-mal gesagt. Gut, dann darf man einen Koffer abstellen. Der Koffer liegt im Haus des Mannes. Hört sich jetzt blöd an, aber ist natürlich sehr interessant. Denn es kann eine lästige Situation in einer Partnerschaft sein oder so eine Verletzung aus der Vergangenheit, wo man so zugemacht hat und denkt, oh, ich will niemanden mehr. Und da wird es jetzt leichter, ja. Oder auch wenn du einen Partner hast, wird es für deinen Partner leichter. Der andere kriegt vielleicht auch aufgezeigt, dass er in Partnerschaften lästiges Gepäck mit sich schleift und das erkennt. Ne? Das ist jetzt sehr schön. In unserem eigenen Haus liegt die Sonne drin. Also lasst euch keine Energie nehmen von irgendwelchen Dingen, die, ja, wie soll ich sagen, die ihr euch nicht selber aussucht, die von außen kommen. Dann habe ich hier eine berufliche Sache, die liegt hier im Hause des Briefes. Das heißt, hier ist Kommunikation. Es kann auch hier sein, dass man über den beruflichen Bereich und den kurzen Weg vielleicht Vertragsveränderungen vornimmt. Dass man, weil eben der Stress gibt es hier auch mit Kollegen, könnte sein. Ja, der Hund ist auch ein Arbeitskollege. Oder ein Bruder oder ein Schwager, sowas kann das alles sein. Und ja, hier ist es jetzt einfach so, dass sich die Sonne in unser Haus ablegt und uns zeigt, wo es leichter werden kann. Hier speziell auch beruflicher Bereich. Hier kann der eine oder andere auch was lernen oder wie gesagt, Sonne und Buch heißt auch, man interessiert sich für ein Wissen, das man erlernt oder man macht einen Kurs. Oder man gibt Wissen weiter oder man schlägt an sich beruflich ein neues Kapitel auf. Das sieht man sehr zeitnah. Und es liegt auch sehr schön, es liegt erleichternd. Jetzt habt ihr im Berufshaus auch noch den Schatz drin liegen, ne? Da sich die Kollegen sehr damit spiegeln, kann durchaus sein, es ändert sich etwas im Kollegenbereich. Das könnte erst etwas lästig sein, dann aber auch wieder gut werden, weil der Schatz ist ja auch was, da entdeckt man was, da bewahrt man sich etwas. Ihr dürft mit schönen Überraschungen rechnen, das Schicksal meint es hier ganz gut mit euch. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, bei euch, dieser karmische Zyklus hat was mit den Partnerschaften zu tun. Denn im Hause des Mannes liegt der Koffer. Und hier der karmische Partner und hier dran noch der Bär, der für Vaterthemen steht. Ich glaube, dass das der karmische Zyklus ist. Ihr beendet irgendwie Phasen, in denen ihr partnerschaftliche... Das ist ja bei jedem anders. Ne? Der eine hat keinen Partner und kriegt jetzt einen oder macht auf. Der andere verabschiedet einen. Der andere kann die Ehe nochmal verändern. Es ist alles möglich hier. Im Haus des Geldes liegt hier der Bär drin. Hier kann es durchaus auch sein, dass sich das Fundament verbessert. Dass es Sachen gibt, die man mit den Männern zu klären hat aus der Vergangenheit, finanzieller Bereich. Es kann hier auch sein, dass man eine finanzielle Last ablegen kann über den Beruf auch mit. Also Finanz und Beruf liegt hier sehr gut beieinander. Und wir haben unten noch die Brücke. Das heißt auf jeden Fall,
ihr kommt von einer Seite auf die andere und das wäre ja mit dem lass dich fallen und ein karmischer Zyklus ist beendet und du fällst dann mit der 8 in den Überfluss und die Ernte rein. Ja, alles hat seine Zeit, irgendetwas wird irgendwie so gedreht, dass sich für dich hier auch ein Schatz zeigt an allem, an dem du für dich als Person arbeitest, schon lange und vielleicht auch ausdauernd zäh mit dir ins Gericht gehst und das lässt dir dann die Sonne aufgehen. Also du hast schon bis zum Sommer auch sehr gute Aspekte, Geld und Beruf, Partnerschaft. Gut, ihr Lieben, das war euer Highlight für den Frühling. Ich drücke euch bis bald.